Schließt für einen Moment eure Augen. Was seht ihr, wenn ihr an deutsches Essen denkt? Seht ihr einen riesigen Teller voller Fleisch? Riecht ihr Sauerkraut? Und vor allem, seht ihr überall Kartoffeln? Vielleicht denkt ihr an einen Mann in Lederhosen, der eine Bratwurst isst. Das ist das klassische Bild, das die Welt von Deutschland hat. Aber ist Deutschland wirklich nur das Land der Wurstesser oder steckt mehr dahinter? Willkommen zu einer kulinarischen Entdeckungsreise hier bei German Decoded. Ich bin Friedrich und in dieser dritten Episode schauen wir nicht auf die Postkartenklischees, sondern auf die Teller der echten Menschen hier. Wir wollen herausfinden, was Deutschland wirklich schmeckt. Natürlich, wir können die Geschichte nicht ignorieren. Die Kartoffel ist tatsächlich ein Superstar in unserer Küche. Aber wusstet ihr, dass die Deutschen der Kartoffel anfangs gar nicht getraut haben? Als die Kartoffel vor Hunderten von Jahren aus Südamerika nach Europa kam, wollten die Bauern sie nicht anbauen. König Friedrich der Große musste einen Trick anwenden. Er ließ Soldaten die Kartoffelfelder bewachen, damit die Leute dachten, oh, das muss wertvoll sein. Erst dann wurden die Deutschen zu Kartoffelfans. Heute essen wir pro Kopf etwa 60 Kilogramm Kartoffeln im Jahr. Das klingt viel, aber Nudeln werden immer beliebter und holen langsam auf. In dieser Folge werden wir sehen, dass die deutsche Küche extrem vielfältig ist. Wir haben Einflüsse aus den Nachbarländern, wir haben eine starke regionale Tradition und wir haben eine moderne Esskultur, die sich ständig verändert. Wir werden über unser geliebtes Brot sprechen, über den Unterschied zwischen Nord und Süd und natürlich über das beliebteste Fastfood, das gar nicht aus Deutschland kommt. Oder vielleicht doch. Macht es euch gemütlich, vielleicht mit einem Snack, denn diese Episode macht sicher hungrig. Wenn ich längere Zeit im Urlaub bin, in Italien, Spanien oder den USA, dann freue ich mich auf viele Dinge. Aber es gibt eine Sache, die ich wirklich schmerzlich vermisse. Eine richtige deutsche Bäckerei. Das klingt vielleicht dramatisch, aber Brot ist für uns Deutsche nicht einfach nur eine Beilage, es ist ein Hauptdarsteller, es ist heilig. Wir haben in Deutschland eine weltweit einzigartige Brotkultur. Es gibt hier über 3000 registrierte Brotsorten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jeden Tag könntet ihr ein anderes Brot essen und wärt fast 10 Jahre lang beschäftigt. Aber warum ist das so? Warum sind wir so verrückt nach Brot? Das liegt an unserem Klima und Boden. In vielen südlichen Ländern wächst Weizen sehr gut. Daraus macht man helles, luftiges Weißbrot. In Deutschland wachsen aber auch Roggen und Dinkel hervorragend. Roggen macht das Brot dunkel, fest und sehr aromatisch. Ein typisches deutsches Brot hat eine harte, knusprige Kruste und ist innen weich und feucht. Wir nennen das oft Graubrot oder Mischbrot. Es hält lange satt und schmeckt kräftig. Brot begleitet uns den ganzen Tag. Schon Kinder bekommen ein Pausenbrot für die Schule geschmiert. Das ist meistens eine Scheibe Brot mit Butter, Käse oder Wurst, zusammengeklappt und in eine Dose gepackt. Und dann gibt es natürlich das berühmte Abendbrot. In vielen anderen Ländern isst man abends warm und groß. In Deutschland ist es traditionell anders. Wir essen mittags warm und abends kalt. Man stellt den Brotkorb auf den Tisch, dazu verschiedene Aufschnitte, Käse, Butter und vielleicht saure Gurken oder Radieschen. Es ist eine sehr soziale Mahlzeit. Man muss nicht kochen, man sitzt einfach zusammen, belegt sein Brot, wie man möchte und redet über den Tag. Wenn ihr in Deutschland seid, tut mir einen Gefallen. Kauft euer Brot nicht im Supermarkt in einer Plastiktüte. Geht morgens in eine kleine Bäckerei. Der Duft von frisch gebackenem Brot ist unbeschreiblich. Bestellt ein Vollkornbrot oder vielleicht ein Laugenbrötchen. Ihr werdet den Unterschied sofort schmecken. Deutschland sieht auf der Landkarte nicht riesig aus. Aber kulinarisch
ist es ein Kontinent für sich. Wenn man von Nord nach Süd reist, verändert sich die Sprache, die Landschaft und vor allem das Essen. Man kann eigentlich nicht von der deutschen Küche sprechen. Es sind viele Küchen in einem Land. Reisen wir zuerst ganz in den Norden, nach Hamburg, Bremen oder an die Küsten von Nord- und Ostsee. Hier weht immer ein frischer Wind und das Meer ist nah. Deshalb spielen Fische eine Hauptrolle. Ein absoluter Klassiker ist das Fischbrötchen. Das ist Streetfood auf Norddeutsch. Ein knackiges Brötchen, belegt mit Matjes, das ist junger Hering, Zwiebeln und vielleicht etwas Salat. Man isst es direkt aus der Hand, oft am Hafen, während die Möwen über einem schreien. Es ist einfach, aber ehrlich und lecker. Auch Gerichte wie Grünkohl mit Pinkel, eine spezielle Wurst, sind im Winter im Norden sehr beliebt. Es ist deftiges Essen, das warm hält. Ganz anders sieht es im Süden aus, in Bayern und Baden-Württemberg. Hier ist die Küche oft schwerer und fleischlastiger. Ein berühmtes Gericht aus Schwaben sind die Spätzle. Spätzle sind eine Art Nudel aus frischem Eierteig. Sie werden oft als Beilage zu Fleisch mit viel Soße gegessen. Aber das Highlight sind Kässpätzle. Dabei werden die heißen Spätzle mit viel würzigem Bergkäse und Röstzwiebeln vermischt. Das ist Soul Food pur, aber danach braucht man meistens einen Mittagsschlaf, weil es sehr mächtig ist. In Bayern darf natürlich der Schweinebraten mit Knödeln nicht fehlen. Knödel sind runde Bälle aus Kartoffelteig oder altem Brot, die in Wasser gekocht werden. Sie sind perfekt, um die viele Soße aufzusaugen. Und dann gibt es noch die Maultaschen. Das sind große Teigtaschen mit einer Füllung aus Fleisch, Spinat und Gewürzen. Die Legende sagt, dass Mönche sie erfunden haben, um in der Fastenzeit Fleisch vor dem lieben Gott zu verstecken. Deshalb nennt man sie im Dialekt auch Herrgottsbescheißerle. Ob Norden oder Süden, Osten oder Westen. Jede Region ist stolz auf ihre eigenen Spezialitäten. Wenn ihr durch Deutschland reist, fragt immer nach dem regionalen Gericht. Das lohnt sich. Wir haben jetzt viel über Traditionen, Geschichte und regionale Klassiker gesprochen. Aber wie sieht der Alltag im Jahr 2026 aus? Was essen die Leute in der Mittagspause in Berlin, Frankfurt oder Köln? Essen sie jeden Tag Bratwurst? Nein, die Realität ist moderner und internationaler. Wenn man eine Umfrage macht, was das beliebteste Fastfood in Deutschland ist, gewinnt nicht der Hamburger und auch nicht die Currywurst. Der Gewinner ist der Döner. Der Döner kam mit den sogenannten Gastarbeitern aus der Türkei in den 1960er und 70er Jahren nach Deutschland. Aber der Döner im Fladenbrot, so wie wir ihn heute kennen, wurde angeblich in Berlin erfunden. Es ist die perfekte Fusion aus türkischer und deutscher Esskultur. Fleisch vom Drehspieß, frischer Salat, Soße, Knoblauch, Kräuter oder Schaf im knusprigen Brot. Er ist günstig, er macht satt und er schmeckt fast jedem. Der Döner ist heute so deutsch wie die Kartoffel. Aber es gibt noch einen anderen, sehr starken Trend in Deutschland: das Bewusstsein für Gesundheit und Umwelt. Deutschland ist eines der führenden Länder für Bioprodukte. Bio bedeutet, dass die Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft kommen, ohne chemische Spritzmittel. Viele Deutsche sind bereit, mehr Geld für Essen auszugeben, wenn sie wissen, dass es gesund ist und den Tieren gut ging. Die Supermärkte sind voll mit Biosiegeln. Dazu kommt, dass immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan leben. Besonders in den großen Städten ist das Angebot riesig. Berlin wird oft als die vegane Hauptstadt Europas bezeichnet. Man findet dort vegane Döner, vegane Currywurst
und sogar vegane Schnitzel, die täuschend echt schmecken. Selbst in traditionellen bayerischen Wirtshäusern gibt es heute oft vegetarische Alternativen, die nicht nur Salat sind. Die deutsche Küche bleibt also nicht stehen. Sie bewahrt ihre Traditionen, aber sie öffnet sich auch für Neues und wird immer bunter und gesünder. Nach all dem herzhaften Essen, dem Fisch, den Spätzle und dem Döner, brauchen wir noch etwas für die Seele. Wir brauchen Zucker. In Deutschland gibt es eine Tradition, die mir besonders am Herzen liegt: Kaffee und Kuchen. Das ist nicht einfach nur ein Snack zwischendurch, es ist eine Institution, besonders am Wochenende. Sonntagnachmittag ist Zeit für Familie und Freunde. Man trifft sich nicht zum Mittagessen und nicht zum Abendessen, sondern dazwischen, so gegen 15 Uhr oder 16 Uhr. Man deckt den Tisch schön, kocht eine große Kanne Kaffee und serviert Kuchen oder Torte. Die Auswahl in deutschen Konditoreien, das sind Bäckereien, die auf Süßes spezialisiert sind, ist gigantisch. Der König der Kuchen ist wahrscheinlich die Schwarzwälder Kirschtorte. Sie sieht fantastisch aus: dunkler Schokoladenbiskuit, weiße Sahne, rote Kirschen und Schokoladensplitter. Und ganz wichtig, ein guter Schuss Kirschwasser. Das ist ein Obstschnaps. Aber es muss nicht immer Torte sein. Sehr beliebt sind auch Blechkuchen. Das sind Kuchen, die auf einem großen Backblech gebacken und in viereckige Stücke geschnitten werden. Zum Beispiel Pflaumenkuchen. Wir sagen oft Zwetschgenkuchen dazu, mit Streuseln obendrauf. Oder der klassische Käsekuchen. Achtung! Deutscher Käsekuchen wird mit Quark gemacht, einem frischen Milchprodukt, nicht mit Frischkäse wie der amerikanische Cheesecake. Er schmeckt dadurch etwas frischer und säuerlicher. Kaffee und Kuchen ist der Inbegriff von dem deutschen Wort Gemütlichkeit. Man hetzt nicht, man genießt den Moment, das Gespräch und natürlich die Kalorien. Also, meine lieben Zuhörer, mein Fazit für heute: Deutschland schmeckt viel besser als sein Ruf. Es ist eine Mischung aus deftiger Tradition, knusprigem Brot, internationalem Streetfood und süßen Torten. Traut euch, wenn ihr hier seid. Probiert den Fisch im Norden, den Döner in Berlin und die Torte im Schwarzwald. Und vergesst für einen Moment die Kalorien. Das war Episode 3 von German Decoded. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Hunger wie ich. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald und guten Appetit!